So schafft ihr auch solo easy das Paradox Junction Easter Egg. Starten wir mit dem Loadout. Erstellt euch einen Bauplan für das DMR M34 Novaline. Den Waffenbauer-Code für das Loadout findet ihr in der Beschreibung. Rüstet das DMR Novaline, den Ätherschleier, die Täuschgranate und die Haftgranate aus. Erstellt euch dann noch 2 Kaugummi-Pakete. Nehmt euch für den Anfang Kaugummis, die euch Geld bringen oder sparen und unbegrenzte Ressourcen mit. Und für den Bosskampf die Kaugummis unbegrenzte Ressourcen, Gratisfeuer und Lagerkoller. Statt Lagerkoller ist Regentropfen noch besser und im Koop statt Gratisfeuer Nahtoderfahrung. Rüstet für Stehvermögen die Augmentierungen Sprinter, Quarterback und Fußarbeit aus. Für Schnellwiederbelebung äquivalenter Austausch und langsamer Tod oder im Koop karmische Rückkehr. Für Juggernog probiotisch gehärtete Platten und langlebige Platten. Für Tempo-Cola klassische Formel, schneller Pitcher und Schnellwechsel. Für Todeswahrnehmung 6. Sinn. Für Gaia-Elixier faulige Aufrüstung, Aasgepäck und pingeliger Esser. Für Dr. Niete, Dr. Rutscher, Umweltschützer und Tribologe. Für Eselstritt Freiwurf, Gratisbeigabe und voll ausgerüstet. Für Todesdaikiri toter Kopf, totes Rennen und toter Satz. Für Doppelschuss, doppelte Wirkung, Eiltempo und doppeltes Kaliber. Für Elementarlimo, Zitrusfokus, Verwundbohne und Chillbeere. Und für Irlichtee Maske der Güte, Zombie-Sitter und Erweiterung. Nehmt für den Hirnvolle Munitionsmod Pheromon, Erweiterung und Dynamik mit. Hirnvolle ist die Schwäche von Mimikern. Rüstet für den Ätherschleier die Augmentierungen Äthersprint oder im Koop Gruppenschleier, Extraladung und Erweiterung aus. Und alternativ zum Ätherschleier für den wilden Wächter rasendes Feuer, Erweiterung und Reparaturschub. Schritt 1 ist die Wunderwaffe zu bauen und Packer Punch zu aktivieren. Ihr könnt viele Schritte kombinieren, damit es aber übersichtlich bleibt, zeige ich euch alles Step by Step. Ein komplettes Gameplay, in dem ich viele Schritte kombiniere, findet ihr in der Beschreibung. Holt euch den Truckschlüssel im Garten vom gelben Haus. Holt euch für den Schlagbolzen im gelben Haus oben auf dem Tisch das Reagenzglas. Interagiert dann im grünen Haus unten in der Küche zweimal mit dem Spülbecken, um euch eine Ampulle mit Säure zu holen. Die kann jeder Spieler nehmen und ihr könnt sie 3-mal benutzen, bevor ihr sie wieder am Spülbecken auffüllen müsst. Sucht dann im zerstörten Yukton eine Schaufensterpuppe, bei der ihr ein Summen hört. Nach der ersten Munitionsrunde werdet ihr ins normale Yukton teleportiert. Fahrt dort den Truck weg und aktiviert Packer Punch. Schießt dafür die gelben Lichtkugeln kaputt und tötet die Zombies, die mit einem Strahl damit verbunden sind. Schüttet dann die Säure über die Puppe, die im zerstörten Yukton gesummt hat. Falls keine gesummt hat, ist eine Puppe in der Trinity Avenue die richtige. Kehrt ihr danach zurück ins zerstörte Yukton, findet ihr an der Stelle, wo die Puppe war, den Schlagbolzen. Sucht für den Schaft im zerstörten Yukton nach schwarzem Schleim an der Wand, der ein Summen von sich gibt. Ihr findet den Schleim an 3 Spots. Einmal im grünen Haus oben an der Treppe rechts, in der Garage vom gelben Haus oder in der Seitengasse bei der Trinity Avenue. Kehrt zurück ins normale Yukton und sprengt dort die Wand mit einer Haftgranate, bei der es im zerstörten Yukton gesummt hat. Reist ihr dann wieder ins zerstörte Yukton, findet ihr in dem Loch in der Wand den Schaft. Für den Lauf müsst ihr im zerstörten Yukton eine Zyste, bei der ihr ein Summen hört, mit Seelen füllen, bis sie das Teil fallen lässt. Das Dichtungsmittel findet ihr im normalen Yukton im gelben Haus. Es liegt oben im Schlafzimmer, unten im Regal neben dem Fenster. Habt ihr alle 4 Teile, schlagt im zerstörten Yukton die Bank im zerstörten Truck neben dem Riss, um sie zu öffnen. Dort könnt ihr euch dann die Blundergat bauen. Bleibt für das Thundergat Upgrade im zerstörten Yukton. Nach 1 bis 3 Runden erscheint im Garten des grünen oder gelben Hauses oder in der Seitengasse bei der Trinity Avenue ein Zombie, der in einem Feuertornado schwebt. Killt alle bis auf einen Zombie und geht näher an ihn ran. Er folgt euch dann und ihr müsst ihn mit der Blundergat in der Nähe der Werkbank killen. Killt Zombies, die sich ihm nähern, da sich sonst der Balken des gequälten Zombies verringert und er stirbt, sobald er abgelaufen ist. Wartet, bis der nächste Zombie im Feuertornado spawnt und wiederholt das Ganze. Macht das ein 3. Mal, dann erscheint statt dem Zombie ein Mimiker. Habt ihr die beiden Zombies und den Mimiker in der Nähe der Werkbank gekillt, reist zurück ins normale Nuketown. Schlagt dort die Werkbank und legt die Blundergat rein.
Reist dann wieder zurück ins zerstörte Nuketown, schlagt die Werkbank und ihr könnt euch die Thundergat nehmen. Wenn ihr nicht zielt, schießt ihr einen Streuschuss. Wenn ihr zielt, schießt ihr einen Schuss ohne Steuerung. Haltet ihr den Abzug gedrückt und ladet den Schuss auf, macht ihr noch mehr Schaden. Schritt 2 sind die schaukelnden Zwillinge. Schießt im normalen Nuketown auf die Schaukel im Hinterhof des gelben Hauses und sammelt sie ein. Reist ins zerstörte Nuketown und sucht eine RTX-Fernsteuerung. Die kann an 3 Spots erscheinen. Entweder rechts neben Pack-a-Punch hinter der Kiste, im Hinterhof vom grünen Haus am Zaun oder in der Garage vom gelben Haus im Regal. Falls sie nicht da ist, beendet die aktuelle Runde, dann spawnt sie. Interagiert damit und folgt mit dem Auto den Rampen. Springt dann damit zur Garage. Fahrt dann zum Fass bei dem Tor und sprengt es. Geht in die Garage und holt euch die Kreide, die nach kurzer Zeit erscheint. Geht danach in den Hinterhof vom gelben Haus und interagiert mit den Schaukelketten, um den Sitz und die Kreide zu platzieren. Ihr seht dann eine Sequenz mit den Zwillingen. Schritt 3 ist der mysteriöse Baum. Holt euch in der Garage vom gelben Haus nach der Sequenz die verstrahlte Saat, indem ihr mit dem Kästchen im Regal interagiert. Reist danach zurück ins normale Nuketown. Pflanzt bei der Trinity Avenue an dem Erdhügel die Saat ein. Nehmt am besten den unbegrenzte Ressourcenkaugummi und killt mit der Blundergat oder Thundergat daneben Zombies, bis der Bildschirm weiß aufleuchtet. Reist zurück ins zerstörte Nuketown und holt euch eine Kampfaxt. Werft 3-mal gegen den Baum und sammelt die 3 Feuerhölzer ein. Die könnt ihr im normalen Nuketown im gelben Haus im Kamin platzieren und mit einem Molotow entzünden. Habt ihr das gemacht, erscheint im zerstörten Nuketown ein Kreuz bei der Sackgasse in der Trinity Avenue. Schritt 4 ist der Klavierunterricht. Holt euch eine Psychotropgranate oder den hirnvolle Munitionsmod. Bleibt im zerstörten Nuketown im Garten des grünen Hauses und wartet, bis ein Zombie namens Klavierlehrerin spawnt. Bekehrt sie mit Hirnfäule. Sie läuft dann zum Klavier im grünen Haus. Reist dann schnell zurück ins normale Nuketown. Das Klavier ist dann geöffnet. Reist ihr danach wieder ins zerstörte Nuketown, findet ihr an 8 Positionen Noten, bei denen ein Punkt aufblinkt. Hier findet ihr alle Spots. Holt euch für den Schritt am besten das Irrlichttier extra und killt alle bis auf einen Zombie. Dann spielt das Irrlicht für euch Babysitter. Sobald der Punkt einmal hell aufleuchtet, wiederholt sich das Blinken. Die Noten blinken unterschiedlich oft, von einmal bis zu 8-mal. Notiert euch, welche Note wie oft blinkt. Aktiviert dann zuerst die Note, die einmal blinkt. Danach die mit 2 Blinksignalen, dann die mit 3 und so weiter, bis ihr alle 8 Noten aktiviert habt. Habt ihr eine falsche aktiviert, müsst ihr kurz warten und könnt es dann wiederholen. Reist danach zurück ins normale Nuketown und geht zum Klavier. Die Noten stehen dort jetzt an der Wand über dem Klavier. Der Code ist immer gleich, daher fällt der Musikunterricht heute aus. Interagiert einfach mit dem Klavier und spielt die Tasten in der Reihenfolge 867 56535. Während ihr am Klavier steht, ignorieren euch Zombies. Habt ihr es richtig gemacht, spielt das Klavier eine kurze Melodie. War die Eingabe falsch, müsst ihr kurz warten und könnt es dann nochmal probieren. Habt ihr den Step abgeschlossen, erscheint in der Trinity Avenue neben der Spielzeugkiste ein weiteres Kreuz am Boden. Zusätzlich schweben jetzt außerhalb der Karte beim grünen und gelben Haus Zombies. Dazu kommen wir gleich. Schritt 5 ist die restlichen Teile einsammeln. Holt euch Todeswahrnehmung und das Irrlichttier extra. Die wechseln jedes Spiel ihre Position. Falls sie nicht auf der Karte sind, kauft euch solo mindestens 4 Extras oder im Koop ein paar mehr. Dann erscheint im zerstörten Nuketown der Wunderpiss-Automat bei der Trinity Avenue in der Seitengasse. Reist ins zerstörte Nuketown. Schießt links vom Pack-a-Punch die Brille bei den Lautsprechern runter. Aktiviert euer Irrlicht und geht in die Nähe. Dann holt es euch die Brille, legt sie euch vor die Füße und ihr könnt sie aufnehmen.
Sucht dann noch mit Todeswahrnehmung ein Headset, von dem ihr nur die Umrisse seht. Das Headset kann an 3 Orten sein. Entweder es hängt im grünen Haus oben an der Wand, liegt vor dem grünen Haus bei den Mülltonnen oder hängt im Garten vom gelben Haus neben dem Extraautomat in der Hand der Schaufensterpuppe. Jetzt solltet ihr alle Teile haben. Geht im normalen Juketon in der Trinity Avenue zu der Spielzeugkiste, öffnet sie und platziert darin die Brille und das Headset. Schritt 6 ist die Spiele der Zwillinge aktivieren. Habt ihr den Schritt mit dem mysteriösen Baum abgeschlossen, erscheint im zerstörten Juketon in der Trinity Avenue ein Kreuz am Boden vor der Sackgasse. Habt ihr den Schritt mit der Klavierlehrerin abgeschlossen, erscheint in der Trinity Avenue neben der Spielzeugkiste ein weiteres Kreuz am Boden. Außerdem schweben außerhalb der Karte beim Garten vom gelben und grünen Haus Zombies. Schießt 3 davon ab, dann fliegen 3 Lichtkugeln von den Zombies zum Kreuz. Habt ihr die Brille und das Headset in der Spielzeugkiste platziert, erscheint im zerstörten Juketon im Garten vom grünen Haus ein weiteres Kreuz am Boden. Sucht jetzt einen roten Ball. Der Ball kann an 3 Positionen sein. Entweder in der Trinity Avenue auf den Munitionsboxen, ein Stück daneben auf dem kleinen Dach oder im Garten vom gelben Haus über der Treppe auf den Balken. Schießt den Ball dann bis auf das Kreuz im Garten vom grünen Haus. Das Kreuz fängt dann an blau zu leuchten. Stellt euch danach kurz auf das Kreuz vor der Sackgasse in der Trinity Avenue, bis es auch blau leuchtet. Reist dann schnell zurück ins normale Juketon. Ihr habt jetzt im normalen Juketon alle Minispiele der Zwillinge freigeschaltet. Schritt 7 sind die Spiele der Zwillinge. Reist zurück ins normale Juketon. Ihr könnt dort jetzt in beliebiger Reihenfolge die 3 Spiele abschließen. Während allen 3 Spielen ignorieren euch Zombies. Falls ihr ein Spiel nicht schafft, könnt ihr es nach 1 Minute wiederholen. Für das Hüpfspiel in der Trinity Avenue bei der Sackgasse müsst ihr mit der Lichtkugel interagieren, um es zu starten. Springt dann in aufsteigender Reihenfolge von der 1 bis zur 12, ohne dass euch das schwarze Feld erwischt oder ihr eine Linie übertretet. Das schwarze Feld läuft immer wieder über das Spielfeld. Wartet kurz, wenn sich das schwarze Feld nähert und springt erst weiter, sobald es ein Feld weiter wandert. Springt danach wieder von der 12 bis zur 1 in absteigender Reihenfolge zurück. Es erscheint dann eine goldene Musikbox über dem Spielfeld. Für das Ballspiel neben der Spielzeugkiste in der Trinity Avenue müsst ihr mit dem Ball interagieren, um es zu starten. Knallt schnell die Zombies ab, die der Ball immer wieder in die Luft schleudert, bevor sie den Boden erreichen. Habt ihr es geschafft, erscheint dort ein goldenes Notenblatt. Für das 4-Quadrat-Spiel müsst ihr im Garten vom grünen Haus mit dem Ball interagieren. Schlagt dann 30 Sekunden lang den Ball hin und her. Habt ihr es geschafft, erscheint auf dem Spielfeld ein goldenes Becken. Schritt 8 ist die goldenen Teile eskortieren. Spätestens jetzt braucht ihr die Thundergat, um weitermachen zu können. Ihr müsst jetzt die 3 goldenen Objekte eskortieren, die über den Spielfeldern erschienen sind. Killt immer wieder mit der Thundergat in ihrer Nähe Zombies, bis sie ihre finale Position erreicht haben, der Bildschirm weiß aufleuchtet und ihr die Zwillinge sprechen hört. Ihr könnt die Objekte immer wieder markieren, damit ihr sie nicht aus den Augen verliert. Die Reihenfolge, in der ihr sie eskortiert, ist egal. Nach jedem eskortierten Teil bekommt ihr maximale Munition. Holt euch für den Schritt am besten Täuschgranaten und den unbegrenzte Ressourcenkaugummi. Es reicht, einzelne Zombies zu killen, damit sich das Objekt weiter bewegt. Das Notenblatt schwebt über den Garten und die Treppen vom grünen Haus bis zum Klavier. Das Becken schwebt vom Garten vom grünen Haus zwischen dem Truck mit der Werkbank und dem gelben Haus entlang bis zur Spielzeugkiste. Die Musikbox schwebt über den rechten Zugang zum Garten vom gelben Haus entlang, über die Garage bis zum Kamin im gelben Haus. Schritt 9 ist das Portal zum Boss öffnen. Schießt im zerstörten Juketon auf die Zeiger der umgekippten Uhr auf dem grünen Haus, bis beide Zeiger auf 0 stehen. Aktiviert danach den Teleporter zurück zum normalen Juketon. Schießt noch bevor ihr euch teleportiert auf die Zeiger, damit sich ein Zeiger während der Teleportanimation auf die 1 bewegt.
Habt ihr es richtig gemacht, schwebt im normalen Nuketown eine Lichtkugel zwischen dem Bus und dem Truck in der Luft. Folgt dann der Kugel. Ihr könnt euch dabei in Ruhe die Animationen der Zwillinge anschauen. Die Zombies ignorieren euch, solange ihr bei ihnen steht. Sobald die Kugel im Garten vom gelben Haus bei der Schaukel angekommen ist, könnt ihr dort den Bosskampf starten. Bereitet euch vorher noch vor, danach gibt es kein Zurück mehr. Schritt 10 ist der Bosskampf gegen das dunkle Herz. Verbessert am besten die Thundergat auf die höchste Stufe und nehmt euch eine Strahlenkanone mit. Damit könnt ihr euch selbst bis zu 3-mal wiederbeleben und verliert dabei keine Extras, wenn ihr die empfohlene Augmentierung für Schnellwiederbelebung dabei habt. Sonst macht auch die Novaline richtig guten Schaden, auch auf weitere Distanz. Holt euch die Kaugummis für den Bosskampf. Spielt ihr mit der Thundergat, ist unbegrenzte Ressourcen richtig stark. Statt dem Ätherschleier ist auch der wilde Wächter für die Schadensphasen richtig gut. Nehmt sonst noch Gratisfeuer, Lagerkoller oder Regentropfen mit. Im Koop empfehle ich Nahtoderfahrung. Holt euch unbedingt 3 Kasimir-Granaten, ein Selbstwiederbelebungskit und die Kriegsmaschine für die Verteidigungsschritte. Der Boss hat 3 Phasen. Während des gesamten Bosskampfs spawnen durchgehend Zombies und verstrahlte Köter. Fokussiert euch immer zuerst auf die Köter. Am Anfang erscheinen 3 schwarze Schleimhaufen. Einer im Garten vom grünen Haus, einer bei der Trinity Avenue und einer im Garten vom gelben Haus. Ihr müsst neben jedem Schleimhaufen bei der Zyste Zombies killen, bis der Schleim verschwindet. Habt ihr die 3 Zysten gefüllt und die Objekte darunter freigelegt, erscheint eine Lichtkugel. Sie fliegt zu dem Objekt, bei dem ihr zuletzt die Zyste gefüllt habt. Ihr müsst dort jetzt die Zwillinge 30 Sekunden verteidigen, bis die Kugel zur nächsten Stelle schwebt. Fällt der Balken des Konzentrationsfelds auf 0, müsst ihr den Schritt wiederholen. Verteidigt zuerst so lange wie möglich und werft dann eine Kasimir-Granate. Das reicht normalerweise für jeden der 3 Verteidigungsspots. Folgt der Kugel immer wieder und verteidigt die Zwillinge 3-mal. Habt ihr alle 3 Spots verteidigt, fliegen 3 Lichtkugeln zum Herz und es wird verwundbar. Lauft im Kreis, bleibt in Bewegung und haltet auf die hell leuchtenden Schwachstellen. Zielt mit der Thundergat, um einen konzentrierten Schuss mit wenig Streuung zu schießen. Weicht den Feuerbällen aus, die der Boss immer wieder in euren Weg schießt. Passt besonders auf die Feuertornados auf. Sie verfolgen euch dauerhaft, verlangsamen euch und machen durchgehend Schaden, wenn ihr in der Nähe seid. Die Tornados verhalten sich wie Zombies. Ihr könnt sie auch hinter eins der Häuser oder in die Trinity Avenue locken und dann in der Arena in der Mitte in Ruhe weiter auf den Boss schießen. Seid ihr mehrere Spieler, verteilt euch am besten in den Gärten der beiden Häuser bei der Trinity Avenue und beim Boss. So verteilen sich Tornados und Zombies besser. Nutzt in jeder Schadensphase eure restlichen Kasimir-Granaten. Habt ihr alle Schwachstellen zerstört, wird der Boss bei einem Drittel seiner HP immun. Es spawnt dann in der Arena maximale Munition und maximale Panzerung. In Phase 2 erscheinen wieder 3 schwarze Schleimhaufen an den gleichen Stellen. Dieses Mal müsst ihr die gelben Lichtkugeln über den Schleimhaufen zerstören und die Zombies killen, die damit verbunden sind. Danach müsst ihr wieder die Zwillinge bei den 3 Objekten verteidigen. Währenddessen folgt euch jetzt auch das Herz und schießt Feuerbälle in das Gebiet, in dem ihr seid. Habt ihr die 3 Spots verteidigt, startet wieder eine Schadensphase. Nutzt jetzt am besten euren Gratisfeuer-Kaugummi, wenn ihr nicht nur mit der Thundergat spielt, wieder eure restlichen Kasimir-Granaten und eure Feldaufrüstung. Sammelt danach wieder die maximale Munition und Panzerung ein. In der dritten und letzten Phase erscheinen wieder 3 schwarze Schleimhaufen an den gleichen Stellen. Außerdem spawnen immer wieder Mimiker. Konzentriert euch immer zuerst auf die Mimiker. Jetzt müsst ihr jeweils einen gequälten Zombie zu den 3 Schleimhaufen bringen. Killt ihn dann dort mit der Thundergat, sobald ein Lichtstrahl zwischen dem Zombie und dem Schleimhaufen erscheint. Der gequälte Zombie spawnt immer wieder mittig in der Arena. Lauft am besten, egal ob Solo oder Koop, bei der Trinity Avenue Runden und killt keine Zombies, bis ihr seine Anzeige seht. So spawnen auch keine Zombies nach. Holt dann den gequälten Zombie ab und ihr könnt ihn in Ruhe zu einem der Schleimhaufen bringen. Bleibt nah bei ihm, damit er sich schneller bewegt und killt Zombies, die sich ihm nähern. Killt ihn beim Schleimhaufen mit der Thundergat, sobald der Lichtstrahl zwischen Zombie und dem Schleimhaufen erscheint. Danach müsst ihr wieder die Zwillinge bei den 3 Objekten verteidigen. Das Herz schießt weiter Feuerbälle und es spawnen weiterhin Mimiker.
Zusätzlich erscheinen jetzt auch Feuertornados. Schießt zuerst die Mimiker down, bevor ihr eine Kasimir-Granate werft. Nutzt in dieser Phase auch eure Kriegsmaschine zur Verteidigung. Nehmt in der Schadensphase den unbegrenzte Ressourcenkaugummi und zündet alles, was ihr noch habt. Mit der Thundergat dauert es solo nur ein paar Sekunden, bis der Boss down ist. Danach habt ihr das Easter Egg geschafft und seht noch eine Sequenz. Braucht ihr Hilfe oder habt Fragen, kommt gerne in den Community-Channel oder schreibt mir in die Kommentare. Viel Spaß beim Easter Egg, bleibt flauschig und bis zum nächsten Mal.